bin auf jeden Fall nicht schüchtern. Ich bin sehr selbstbewusst, habe auch immer einen Spruch auf den Lippen. Ja, ich glaube, wenn man schon nicht mit der Größe irgendwie rausstechen kann, dann muss man sich ja irgendwie anders bemerkbar machen. Ist oft so, wenn man jemanden kennengelernt hat, die können sich halt direkt an Tobi erinnern und man steht dann da so nebendran und sagt, wer warst du jetzt nochmal? Ja, ich war die Schwester vom Tobi. Ach so, ja. Und dann wissen sie es wieder, ja, stimmt, das war die Schwester vom Tobi. Und manchmal denkt man sich dann schon so, ja, können die sich nicht auch einfach mal mich merken? Also man würde jetzt auf den ersten Blick halt nicht denken, dass wir Zwillinge sind. Und die sagen dann auch oft wie, echt? Ihr seid Zwillinge? So, ja, wir sind Zwillinge. Echt? Ja, echt. Wir sind echt Zwillinge. Wir können es manchmal selbst nicht glauben, aber es ist halt wirklich so. Die war einfach noch mit mir da im Bauch. Ja, also, ich weiß auch nicht. Ja. Am Anfang hatte ich ihn im Kinderwagen versteckt. Also ich hatte ihn dann, es war Sommer, wie er dann zu Hause war und wenn wir spazieren gegangen sind, ich hatte ihn immer zugedeckt, weil ich Angst hatte, dass die Leute ihn komisch anschauen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Christine, geht's noch? Es ist nun mal so, ja. Und dann war es auch erledigt. Dann war es in Ordnung für mich. Aber ich hatte schon am Anfang auch, ja, was sagt die Außenwelt zu ihm, ja? Vor 9 Jahren haben wir Tobi und Anni schon einmal mit der Kamera begleitet. Wir wollten wissen, was ist aus ihnen geworden? Wie die Menschen auf ihn reagieren, hat Tobi schon immer beschäftigt. Da kommt so eine, ne? Und die guckt mich die ganze Zeit an, guckt, läuft und fliegt fast hin. Ich hab mich fast so tot gelacht. Die machen immer so, oh, du bist aber süß. Und ja, ist ja kein Kleinkind mehr. Ist ja nur ein Mensch. Ich hab mal erlebt, dass mir dann einer beim Laufen nachgemacht hat. Wenn ich dann gelaufen bin, es war ein Opa oder so. Der kam dann und dann hat er mir nachgemacht. Ja, also man will ja natürlich ganz normal behandelt werden, auch wenn man kleinwüchsig ist. Ich meine, ich bin 21 und keine 3 und nicht, ach wie süß. So. Oder auch, der Klassiker ist ja auch, also so manchmal ist dann so, ach bist du süß. So. Und dann denkst du dir, was ist los mit dir? So als wäre man so ein Hund, so, ja, goldige Kerl. Und ach nee, da würde ich am liebsten auch direkt immer, ich bin ja auf der passenden Höhe, direkt mal einen Arm ausfahren, in die Eier hauen, wenn man es so auf gut Deutsch sagen darf. Weil es einfach gar nicht geht. So. Ja. Die Zwillinge wohnen beide noch bei ihrer Mutter Christine in Oberursel. Tobi macht gerade eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Auch in der Kindheit haben Anni und Tobi überwiegend bei ihrer Mutter gewohnt, nachdem die Eltern sich getrennt hatten. Werf zu mir! Anni, kannst du mich hochheben? Warte, ich hol den Ball. Hältst du dich fest? Ja. Aber nicht, dass dieser Korb abbricht, Tobias. Ja. Das lässt. Okay, hier, Anni, werf! Das Besondere bei mir ist, ich habe keine Knie und keine Oberschenkel. Und die Kleinwuchsart gibt es 100 Mal auf der Welt, hat der Arzt so circa gesagt. Und ich bin der Einzige damit in Deutschland. Alle Sachen, wo man halt Knie zu braucht, das geht natürlich bei mir nicht. Weil, wie zum Beispiel Fahrradfahren, Kniebeuge oder kann irgendwann beim Fußballtraining Knie hoch oder so, geht natürlich auch nicht. Also Anni und ich machen eigentlich das meiste zusammen. Die größten Freunde haben wir zusammen, gehen abends feiern oder spielen Basketball zusammen. Ist auch sehr schön, muss man sagen, ja. Ich spiele Basketball, damit du den Ball kriegst, oder was? Ja!
ja, ohne Anni wäre ich wüsste ich nicht, was ich machen soll, ja. Das hören wir auch von Freunden, dass wir zwei was ganz Besonderes sind. Und irgendwie waren wir zwei schon immer so, wenn es drauf ankommt, sind wir eins. Als Kind hatte Tobi manchmal Sorgen, ob der enge Kontakt auch so bleiben würde. Achtung, eine Bank. Es kann ja eigentlich jede Zeit sein, dass sie sagt, ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg und so. Und man weiß halt nie, ich will, dass sie noch lange bei mir ist, weil sie unterstützt mich auch. Und wenn wir dann zusammen sind, machen wir auch viel Quatsch. Und willst du mal eine Freundin haben? Ja, wenn ich eine bekomme. Ja, vielleicht kriege ich ja gar keine Freundin, wer weiß. Weil ich so klein bin und die mir die ganze Zeit dann helfen müssen und die dann keine Lust haben, mir die ganze Zeit zu helfen. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, also was heißt Freundin? Es war so ein Monat, also ich kann man jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob man es als Freundin sehen kann. Ich sag mal jein. So, ja. Nee, das ist so ein Thema bei mir und Tobi. Das besprechen wir nicht zusammen. Hallo! Da seid ihr ja schon. Guten Tag, geht's gut? Ja, und selbst? Auch. Guten Tag. Ja, und selbst? Sehr schön. Ich meine, jeder will ja eine Freundin haben. Ja, ich auch. Aber natürlich, oder ist es schwerer als, ich sag mal, wenn man 1,70, 1,80 ist, weil wenn man sich irgendwie die Norm anschaut, irgendwie sind die Männer alle größer als die Frauen. Ja, weil die so einen Beschützmischhund haben wollen. Die Freunde von mir, die behandeln mich auch ganz normal. Das finde ich auch wichtig. Also wenn wir weggehen, dann sind wir meistens hier bei uns in der Ursel irgendwo unterwegs. Ja, und quatschen einfach mit Freunden und tanzen. Da ist der Tobi jetzt nicht so, heiß drauf. Wenn es halt irgendwann zu viele Leute sind und man halt auf gut Deutsch gesagt nur die Ärsche im Gesicht, dann hat man da auch keinen Bock, weil wenn dann die Musik laut läuft und die alle oben dann reden können und du stehst da unten nur, musst gucken, dass du irgendwie, ich sag mal, beim Tanzen keinen Hintern anfasst oder so und hörst gar nicht, was die da oben reden und das ist ja dann irgendwann, ist das ja auch blöd. Wollen wir mal anstoßen? Ja. Prost! Auf einen schönen Abend. Man muss immer in die Augen schauen, sonst gibt es 7 Jahre schlechten Sex. Aber lieber schlechten als gar keinen. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass es schwerer ist für ihn, dass er eine Freundin findet, weil ich merke es ja selbst unter Freundinnen, die haben schon gesagt, ja, der Tobi ist schon sehr süß und sieht gut aus, aber er ist halt klein. Und das finde ich halt echt schade, weil der Tobi, ich glaube, eine Freundin würde es echt gut bei ihm haben und das finde ich schade, dass er halt keine findet. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, ja, ich nehme jetzt einfach so die Erstbeste so, sondern habe natürlich auch schon gewisse Vorstellungen, aber das ist ja auch normal so. Aber ich meine, es muss jetzt kein Victoria's Secret Model sein, also aber so ein bisschen Anspruch hat man natürlich immer, ob man jetzt klein ist oder ich sag normal groß ist, Ansprüche hat man immer, ja. Anni! Ja, ich komm. Dankeschön. Bitte. Wenn wir feiern sind oder so und das ist ein hübsches Mädel, dann bin ich auf jeden Fall schüchtern. Sonst habe ich immer so eine große Klappe, sag ich mal. Und wenn es dann irgendwie um Mädels ansprechen geht, dann bin ich klein wie Hut und ja, so ist das. Der letzte jetzt. Ich komme später mal. Mach das nach hinten. Sorry. Sie kommt. Also Nils kenne ich schon seit dem Kindergarten. Ja, Nils auf jeden Fall mein bester Freund. Wir können auch über alles reden. Und wie es halt bei besten Freunden so ist, ich spreche eher mit Nils über Thema Beziehung als mit der Anni. Ja, natürlich sprechen wir darüber. Weil ich hatte auch schon jetzt eine Freundin, natürlich.
und da bekommt er alles mit, wie die Beziehung so läuft allgemein. Also wir sprechen schon offen darüber, auch schon richtig tiefe Gespräche. Also ich mache mir nicht wirklich Gedanken, also die Liebe kommt schon irgendwann, das ist warmherzig, also man kann mit ihm über alles reden und das ist ja eigentlich das, was Frauen mögen auch, über alles zu reden. Er war gerade in Interview für New York Times. Ja, New York Times. Du babbelst. Ja, meine ganzen Sprüche habe ich vom Papa. Also wenn ich dann irgendwelche Sprüche mal bringe, sagen sie, wie der Heinz hieß. Sagst du, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. So ist es. Ja, so ist das. 95 Kilo lebend, das ist schon ein kleiner Bruder. Kleine Buckel. Wenn der Vater zum Bäcker geht und dann sagt er hätte gern Brot. Und dann sagt der Bäcker, schluck erstmal dein altes runter, wegen seinem Buckel hier. Weißt das ist doch frech, was du sagst. Zwiebel. Die Mama lacht. So, noch ein Grauburgunder. Wir sind hier im Gasthaus zum Schwan in Oberursel von meinem Papa. Wir sind hier groß geworden im Lokal. Wir waren schon immer hier unter den Menschen. Also unsere ganze Kindheit hat sich hier abgespielt. Hier waren auch immer Leute, die man kannte. Also das fand ich von meinen Eltern auch gut. Ich meine, früher wurden ja Kleinwüchsige oder Menschen mit Behinderung irgendwie weggesteckt, sag ich mal. Aber meine Eltern haben mich auf den Tresen gesetzt und haben gesagt, du bist dabei. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großer Teil, warum ich heute so selbstbewusst bin. Also die Entscheidung war schon richtig, und nicht verstecken, sondern zeigen. Und die Leute haben sich eher auch gefreut, immer den Tobi zu sehen. Und die Gäste haben mir vorne gesessen und haben dann immer den Tobi. Der hat dann immer, ich trinke was mit. Und hat immer so einen kleinen Schnaps bekommen. Das war immer so, also Apfelsaftschorle. Das sind Erinnerungen, wo ich überhaupt nicht vergesse. Ja. Ich weiß noch, wo du immer mit dem Ball den Gästen aus Versehen das Glas von der Fußball. Da ist der Papa aber sauer geworden. Und wenn wir irgendwann sagt, Tobi, was hast du wieder angeschaut? Und dann ist er ums Eck und weg. Ja, so war das. Und was war bei mir? Du warst. Ich habe noch eine Tochter. Du warst ja immer mit dabei. Das ist ja immer so, wir erzählen zwar immer vom Tobi, aber du hast ihn ja miterzogen. Manchmal bin ich da schon ein bisschen traurig, dass der halt mehr so im Vordergrund ist. Aber jetzt habe ich mich damit schon abgefunden. Ich möchte halt auch gerne mal die Hauptrolle so sein zum Beispiel, aber dann ist er es halt. Das ist am Ende dann mir auch egal. Aber ich bin halt schon manchmal ein bisschen traurig, dass ich jetzt mal nicht richtig irgendwo im Mittelpunkt stehe. Ich habe genau die Stelle gefunden mit der Metaparty. Liebes Tagebuch, hier ist Anni. Mir geht's gut, außer eine Sache. Mein Bruder ist jetzt 1 Meter groß. Ich freue mich für ihn. Aber jetzt gibt es eine 1-Meter-Party. Er darf circa 60 Leute einladen. Ist ja alles schön und gut. Aber jetzt steht er wieder im Mittelpunkt. Immer stehe ich in 2. Reihe hinter ihm. Ich wünsche mir mal einen Tag, wo sich alles um mich dreht. Wo ich im Mittelpunkt stehe. Zu der Meter-Party, als ich dann endlich 1 Meter war, gab es auch natürlich nicht eine normale Einladung. Also das wäre ja auch langweilig gewesen. Also die Einladung war auch schon 1 Meter groß, damit es auch das Gesamtbild abrundet. Ganz schön groß. Ja, die ist so groß wie ich. Ein Meter Party feiert man ja nicht jedes Jahr, sondern einmal im Leben. Und jetzt hat er den Meter erreicht und wir hatten ihm gesagt, wenn er 1 Meter groß ist, bekommt er eine Meterparty. Und das haben wir jetzt auch eingehalten. Damals war ich 1,04 Meter, ja, weiß ich noch ganz genau. Da gab es auch 1 Meter langen Kuchen und 1 Meter Bratwurst. Das ist die coolste Einladung, die ich je gesehen habe, Tobi. Klasse. Ja, ich habe natürlich schon mehr Aufmerksamkeit von Freunden und Verwandten bekommen als Anni. Für die Anni haben wir ja keine 1 Meter Party gefeiert, weil ist ja auch klar, so die war ja schon bei der Geburt, keine Ahnung, paar 50 Zentimeter oder so.
dein persönliches Metermaß hier. Dafür, dass du noch ein paar Zentimeter dazu kriegst. Danke. Okay. Nils, hier im orangefarbenen Shirt, war damals auch schon Tobis bester Freund. Also, herzlich willkommen zu meiner 1-Meter-Party. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und ich möchte mich bei der Mama, bei der Anni, beim Papa und bei der Katja bedanken, dass die Meter-Party organisiert haben. Uns hat Spaß gemacht, die Party für dich auszurichten. Oh. Warte, ich gebe dir mal einen Teller, kannst du ein Stück mitnehmen und den Rest schneidet die Mama auf, ja? Ja, ich denke schon, auf jeden Fall war Anni schon traurig, dass ich, sag ich mal, mehr im Mittelpunkt stand als sie. Tobi war immer so, wie soll ich denn sagen, der Star. Also jeder hat dann nach ihm gefragt und wie es ihm geht und wollten ihn sehen. Und Ann-Kathrin ist halt immer so ins Hinterstübchen gerutscht. Und das ist bis heute noch so. Ja, die Gedanken, ja, früher habe ich mir die Gedanken nicht so wirklich gemacht. Die mache ich mir erst heute, ja. Ich glaube, dass ich 1,15 Meter werde und dann ist Schluss. Ja, ich bin heute 1,18 groß, 1,20 den Personalausweis, also ist eigentlich egal. Das hätte wirklich keiner gedacht damals, dass er 1,20 wird. Ja, früher war mir schon wichtig, aber mittlerweile heute ist mir die Größe eigentlich egal. Guten Tag. Na, geht's gut? Ja, soweit und selbst? Sehr schön, auch. Schön. Bist bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, immer. Ich bin immer bereit. Sehr gut. Outfit top, Model top, alles Okay, top. kann's losgehen? Kann losgehen. Kann losgehen. Okay, und go. Tobi liebt es, Menschen zu fotografieren. Sehr schön. Also ich habe früher mit der Anni immer Bilder gemacht. Und so seit letztem Jahr habe ich schon angefangen mit Fotoshootings, auch mit anderen Personen. Aber da Geld verdient Tobi damit noch nicht. Im Moment ist es nur ein Hobby. Das stimmt. Ja, am allermeisten fotografiere ich ja Frauen. Da ist er wieder, der Ventilator. Ich denke immer, wenn ich solche mit einer Fotos mache, die ich noch nicht kenne, dann fühlt es immer an, wie als hätte man so ein erstes Date so. Ich glaube, es sah auch lustig aus, ja. Hätte ich die Kamera jetzt nicht in der Hand und würde mit der Person reden, dann wäre ich wahrscheinlich wieder so klein mir tut. Sehr schön. Ich habe immer das Gefühl, du fotografierst nur meinen Bauch, wenn du so nah stehst. Nee. Ja, wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann, ja, das ist wie so eine Sicherheit. Tobi, kannst du mal auch machen? Ich meine, es geht ja auch nicht darum, irgendwie jemanden jetzt zu finden. So, also, keine Ahnung, dann könnte ich das auch anders machen. Okay, cool. Also wenn ich das nächstes Jahr nebenberuflich mache, hoffentlich, dann will ich Pärchen fotografieren, Familien und Hochzeiten. Wenn man als Fotograf engagiert wird für eine Hochzeit, ist das ja auch, ich glaube, dass es schon einer der schönsten Momente ist, die man zusammen als Paar haben kann. Und wenn man da den Tag als Fotograf begleiten kann, ist es, also finde ich, es wie eine große Ehre so. Auch die ganzen Emotionen, die dabei sind, wie bei Pärchenfotografie, sind ja auch Emotionen dabei, die du ja sonst nicht hast. ...2010 haben sich Mama und Papa getrennt. Also da war ich so 11, 12 und zum größten Teil waren wir dann bei Mama. Die Mama ist die beste Mama, die man sich wünschen kann. Ja, sie ist so der wichtigste Mensch in unserem Leben. Sie macht so viel für uns und sie hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Also sie hat uns erzogen und uns den Weg geleitet. In der Familie gab es harte Zeiten.
Also die Alkoholphase von der Mama hat schon vor der Trennung angefangen. Ich bin froh, wenn Ich habe immer funktionieren müssen. Mein Mann war Kneipier, ist Kneipier, der war immer in seinem Lokal. Um die Kinder habe ich mich immer gekümmert. Und und irgendwann habe ich dann nur noch funktioniert, wenn ich die Weinflasche geöffnet habe. Jetzt im Nachhinein, wenn man nochmal reflektiert, denke ich mir manchmal schon, ey, was hast du eigentlich da mitgemacht so als Kind? Also einfach war das für die Kinder nicht. Ja. Und dass die Kinder zum Beispiel heimlich Wein weggeschüttet haben oder so, das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren. Das wusste ich nicht. Ja, und ich habe auch gemerkt, das ist mir danach erst bewusst geworden, dass ich damals dann so die Mutterrolle eingenommen habe. Also Ann-Kathrin hat ja auch Tagebuch geführt. Das habe ich da irgendwie verarbeitet. Da habe ich dann so reingeschrieben wie, ja, jetzt trinkt sie schon wieder und warum kann sie denn nicht einfach anders sein? Wenn sie mir davon mal was vorliest, dann sage ich immer, hör auf, ich kann das nicht hören. Ja, die Mama ist jetzt seit 8 Jahren trocken. Ich bin ja auch sehr stolz auf Mama. Ja, das hat uns alle stärker gemacht, die Zeit, und war auf jeden Fall eine Erfahrung, also die das ganze Leben prägt. Also bis heute noch hat man das im Hinterkopf. Und Tobi sagt ja heute noch, er trinkt keinen Alkohol, weil das, was er mit mir gesehen hat, das möchte er nie erleben. Bevor ich da irgendwie, dass ich mir vielleicht abhängig werde von Alkohol oder so, habe ich gesagt, lass ich es lieber, trinke ich lieber mein Wasser und ich fahre auch lieber Auto. Ich glaube, Anni freut sich auch, hat sie immer einen Chauffeur. Ich habe mittlerweile seit 2 Jahren mein Auto und ja, das war ein Riesenkampf, weil muss ja irgendwie alles genehmigt werden und das hat zum Glück alles meine Mama gemacht. Ich habe einen Ring hinter dem Lenkrad, also das ist mein Gasring. Und rechts habe ich so einen Hebel, wenn ich den nach unten drücke, dann bremse ich. Und dann habe ich hinten noch, dadurch, dass ich ja meinen E-Roller habe ich hinten noch meinen Kran, der meinen Roller rein und raus fährt. Jetzt kann ich halt alles machen, was ich möchte. Ich kann überall hinfahren, wo ich möchte und bin jetzt total frei. Man fühlt sich jetzt so erwachsen damit. Also das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Jetzt kommt dein Lieblingslied. Ja. When the night has come and the land is dark and the moon, it's the only like the sea. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Ich liebe es, ist so schön. Wir wissen halt echt nicht, was kommt. Es kann halt sein, dass er halt irgendwann im Rollstuhl sitzt oder dass er halt von seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. Und da mache ich mir natürlich auch manchmal schon Gedanken, ja, wie wird das später sein? Also das ist halt mein Zwilling und ich will den ja eigentlich für immer so an meiner Seite mit haben. Und ich hoffe, dass er sein Leben, wie er jetzt führt, so weiterführen kann. Tobi, jetzt! Jetzt spiele ich seit 2013 beim Team United. Das Team United ist eine inklusive Fußballmannschaft. Also spielen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Ja, Fußball ist mir mega wichtig. Mein Papa hat mir das schon in die Wiege gelegt, sozusagen. Also ich bin schon mit einem Ball am Fuß eigentlich aufgewachsen. Also ich war früher mal in einer regulären Mannschaft, sag ich mal. Aber da habe ich schon schnell gemerkt, dass es für mich keinen Sinn macht, weil bis ich am Ball bin, sind die anderen schon 10 Meter weiter gelaufen und da hat man natürlich auch keinen Spaß. Und jetzt auf einmal kann man in der Mannschaft spielen, das ist natürlich das Allergrößte gewesen und macht mich natürlich überglücklich.
Also wenn ich mit Fußball aufhören müsste, schlimm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich mit Fußball auf einmal aufhören müsste. Früher habe ich viel an mir gezweifelt. Ich habe immer auch gesagt als Kind, der Tobi ist selbstbewusster als ich. Und das hat sich aber auf jeden Fall geändert. Ich bin viel selbstbewusster geworden und viel offener und komme viel mehr aus mir raus und verstecke mich nicht mehr so, und, sondern zeige, wer Anni ist. Zu Kindern hat Anni einen besonderen Draht. Schon früh hat sie als Babysitterin gearbeitet. Hallo! Darf ich reinkommen? Komm. Oh. Langweilig, ne? Lieber Kuckuck. Lieber Kuckuck, ja. Also ich habe jetzt eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Und mir war schon als Kind damals klar, dass ich irgendwas Soziales machen will. Gerade durch Tobi war das auf jeden Fall mein Weg, den ich gehen wollte. Ja. So, drehen. Ich versorge gern einfach andere. Ich weiß auch nicht, aber mir macht es einfach Spaß, mich um andere zu kümmern und andere zu sehen, dass sie glücklich sind. Ja, die Ärzte haben gesagt, dass ich vielleicht irgendwann im Rollstuhl sitzen werde. Dadurch, dass es auch noch nicht richtig erforscht ist, wissen sie ja natürlich noch nicht, was kommt. Aber ich meine, ich lebe in Jetzt und Hier, und was in 10 Jahren ist mit meinem Körper, das wird man dann sehen. Er hat so einen starken Willen, der Tobias, und er schafft eigentlich fast immer alles irgendwie. Wenn es drauf ankommt, denke ich, werden wir immer füreinander da sein. Wir sehen, was kommt. Also auf jeden Fall machen wir weiter. Zurück können wir nicht weggeben. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Meine Zukunft stelle ich mir so vor, dass ich am besten Vollzeit fotografiere. Und dann natürlich eine glückliche Familie mit einem Kind oder 2 Kinder, wird man sehen, habe. Ein schönes Häuschen. Und ja, wenn alle gesund sind, dann bin ich glücklich, ja. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen.